Halli, hallo allerseits. Willkommen zum dritten Tag unserer geilen Westalpen-Schottertour. Heute wollten wir ja eigentlich von Cuneo aus die ligurische Grenzkammstraße Richtung Nizza fahren, haben uns allerdings entschieden, die Varaita-Maira und Maira-Stura-Kammstraße vorzuziehen, weil wir morgen, weil wir nochmal auf den Sommelier wollen, zurück nach Susa fahren und das Hotel umgebucht haben. Also sind wir jetzt heute Morgen diese 30 Kilometer Straße gefahren bis zum Einstieg in Venaska und haben dann erstmalig die Tour auf dem Garmin Navi umgeplant und einfach rückwärts geplant, sodass wir jetzt von Venaska aus die Varaita-Maira Kammstraße, für uns ist dann der Zielpunkt nach 38 Kilometer der Colle di Zampere, wo wir dann wieder auf eine asphaltierte Straße kommen werden. Ich denke, wir werden so 2 bis 2,5 Stunden brauchen. Wir haben heute das Problem, dass wir richtig Nebel oben haben. Also unten war das alles noch in Ordnung, aber da oben Sichtweiten um die 10 Meter. Also da müssen wir doch auch einigermaßen aufpassen. Vor allem, weil die Varaita-Maira einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad hat und wir da wirklich aufpassen müssen. Viele lose Steine und große Steine. So, und jetzt fahren wir da mal hoch und wollen das bewältigen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Heute haben wir ja leider ein bisschen das Problem mit dem Strom, weil wenn ich unterwegs bin mit den vielen Kameras und dem ganzen Equipment, da brauche ich ja fast unterwegs ein Kraftwerk, um das alles laden zu können. Und das war leider in Cuneo nicht gewährleistet. Also ich habe weder meine Akkus voll und meine Helmkamera, die ist komplett ausgefallen und ich kann die auch nicht so nachladen beim Fahren, dass die irgendwann mal voll ist. Also das heißt, heute müssen wir uns mit dem behelfen, was wir haben. Ich habe noch ein paar Akkus dabei und somit geht die Kamera vorne und die Kamera hinten und das muss jetzt einfach mal reichen. Also, ich denke, dass wir trotzdem ganz schön was hinbekommen haben. Da umkommen, was gequatscht wird. Für die schlechte Filmqualität möchte ich mich entschuldigen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Helmkamera ist leider ausgefallen und es war in dem Nebel auch nicht ganz immer so einfach, die Linse freizuhalten. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und das ist jetzt das Ergebnis.
Das war sie also, die Mareita-Meira-Kammstraße. Die maximale Höhe 2336 Meter und die maximale Steigung sind 12%. Ihr habt es ja im Video gesehen, die gesamte Kammstraße ist geschottert und es ist doch ein relativ grober Schotter und ein loser Schotter, sodass das nicht ganz einfach zu fahren ist. Ich habe es jetzt nicht ganz so schwierig gefunden wie die Tour zum Schafferohr hoch, aber meine Kollege sagte, also die sei schon ziemlich ruppig gewesen und es hat dann schon ganz schön durchgeschüttelt. Man braucht eine richtig gute Beherrschung. Wir hatten natürlich noch das Thema mit dem Nebel, aber ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man immer runter sieht, weil wohl diese Absätze wirklich echt steil sein sollten. Aber jetzt fahren wir mal weiter zur Meira-Stura-Kammstraße und mal gucken, wie sich das verhält.